Die dritte Anzeige von vor einem Monat. Ja, ich sammle sie. Ja. Ich habe so ein kleines Gutscheinheft bei der bayerischen Justiz. Da picke ich ein und irgendwann sage ich, wisst ihr was, Mengenrabatt. Ja. Der dritte Punkt war, im österreichischen Fernsehen tritt eine gewisse Saskia Esken auf. Das ist die Trümmerfrau der deutschen Sozialdemokratie. Die meint im Öffentlich-Rechtlichen doch tatsächlich, die AfD wäre eine Nazi-Partei und vergleicht Alice Weidel und die Bundestagsfraktion mit Goebbels. Daraufhin Hey Leute, was passiert, wenn einer der schärfsten Kritiker des Systems, Gerald Grosch, bei der AfD ans Mikro tritt? Eins ist sicher, diese Rede ist alles, nur nicht leise. Grosch spricht über Medien, Regierung, Demokratie und natürlich die AfD. Scharf, direkt und ohne Rücksicht auf Verluste. Warum seine Worte genau jetzt so wichtig sind und was wir daraus für die kommende Wahl lernen können, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt bis zum Schluss dran und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von Grosch Analyse haltet. Vergesst nicht, ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren. So verpasst ihr keine spannenden Debatten mehr. Los geht's! Wichert, weil du die nette Einbegleitung getroffen hast, dass wir uns das erste Mal in Osterhofen gesehen haben, das stimmt. Ich wollte mich herzlich noch einmal bei dir bedanken. Denn aufgrund deiner fulminanten Vorrede musste ich danach aufdoppeln und bin seitdem im Kreuzfeuer der Justiz des Markus Söder gelandet. So, also noch einmal herzlichen Dank, dass du mir Wasser und Brot in Bayern beschert hast vor der Justiz. Dann kommen wir schon von Bayern offenbar über den Weißwurst-Äquator direkt hier ins Zentrum Hessens. Liebe Preußen, herzlichen Dank für die... Endlich lerne ich echte Deutsche kennen. Bei den Bayern ist man sicher nicht sicher, ob sie mehr zu uns, zu den Österreichern gehören oder doch in die Bundesrepublik. Also herzlichen Dank für den wunderbaren Empfang hier bei euch. Herzlichen Dank für das volle Haus. Freue mich immer, wurde eingeladen von der AfD Hessen. Wir haben die letzten 1,5 Jahre lang an diesem Termin gearbeitet und ich freue mich, dass es uns dann doch heute in irgendeiner Form gelungen ist, dass ich kommen konnte. Bin angereist von Graz mit dem Flugzeug auf einen wunderschönen Flughafen Frankfurt am Main, steige aus am Gate, plötzlich 5 Polizisten bei mir und da habe ich gedacht, ui, ui, ui. Markus Söders langer Arm reicht auch bis nach Hessen, jetzt gehe ich sitzen. Aber ich habe mich versichert, diesmal ist kein heiteres bayerisches Amtsgericht für mich zuständig, sondern das Amtsgericht Frankfurt. Ich hoffe daher auf Milde und Gnade der hessischen Justiz, sofern ich heute das eine oder andere daneben greifen würde, denn Malte Kaufmann hat gesagt, Schwachkopf professionell wäre eine freie Meinungsäußerung. Das ist falsch, es ist eine Tatsachenfeststellung. Mein lieber Malte, und zur Beweisführung könnte man ja die 28.000 Unternehmerinnen und Unternehmer des letzten Jahres 2024 anführen, die aus lauter guten Wirtschaftsdaten, vollen Umsatzbüchern am Ende nur in Pause gegangen sind. Diese 28.000, die laut dem Kinderbuchautor, wenn sie keinen Umsatz mehr machen, ja nur pausieren und irgendwann als wirtschaftspolitische Zombies nach 2-3 Jahren wiederkehren. Also die wirtschaftlichen Untoten der Ampelkoalition, die ein Herr Olaf Scholz cum ex-dementer Kanzler, ein Kinderbuchautor und ein Sylter Austernmonster, der Herr Christian Lindner, produziert hat. Denn dieser Herr Lindner, der scheinliberale Herr Lindner, den sollte man bei dem ganzen Debakel dieser Austern- und Ampelkoalition zu Berlin niemals vergessen. Meine lieben Freunde, als Staatsfeind Nummer 1 bin ich gekommen, als Staatsfeind Nummer 1 werde ich wieder gehen. Darauf könnt ihr euch verlassen.
Denn auch ich habe heute eine kleine Abrechnung mit der sogenannten Meinungsfreiheit zu machen und Andreas Wiechert hat vollkommen recht. Wenn man in Deutschland des Jahres 2024 einen Rentner um 6 Uhr in der Früh besucht mit seinem an Down-Syndrom erkrankten Kind und seine Bude, wie wir in Österreich bei den Schluchtenscheißern volkstümlich zu sagen pflegen, auseinander nimmt, nur weil er eine zulässige Machtkritik, eine zulässige politische Kritik an den Umständen dieser deutschen Regierung gemacht hat, meine lieben Freunde, dann habe ich die besonders schlechte Nachricht für euch, dann lebt ihr nämlich nur mehr in einer Scheindemokratie. Wenn man im Land des Goethes und des Schillers kein offenes deutsches Wort mehr über die Zustände in diesem Land führen kann, dann sind alle hohlen Worte der Scheindemokraten die goldenen Pflastersteine, die in die Hölle einer Autokratie führen. Wenn man im Jahr 2024 nicht mehr die Wahrheit sagen darf und nur mehr sich als kritischer Bürger über Flüsterparolen definiert, dann ist gerade das passiert, was man in diesem Land geglaubt hatte, 1989 zu überwinden. Ein neuer Faschismus, der erklärt, er wäre die Demokratie. Ihr wisst auch, ich habe meine Probleme mit in dem Fall nicht mit der hessischen Justiz, aber mit der bayerischen Justiz. Andreas Wiechert war hautnah dabei, wie ich gemeint habe, und ich zitiere, ich wiederhole das nicht, würde ich mir ja niemals trauen, vor dem Justizapparat des Herrn Söder, als ich gemeint habe, Karl Lauterbach, zitiere aus dem Strafpakt, ist der Horrorclown der deutschen Virologie. Das ist in Deutschland, in Österreich im Übrigen nicht, das ist in Deutschland ein Straftatbestand. Also, wenn man aufgrund der Corona-Politik des Karl Lauterbach, der von jedem TV-Studio ins nächste getingelt ist, bis hin wahrscheinlich zu seinem OnlyFans-Account, und dort alle 2 Wochen verkündet hat, ihr lieben Deutschen werdet alle sterben, denn der Horrorvirus wird euch die Beine wegreißen. Und man erlaubt sich dann, nachdem er die deutsche Population mit dem Herrn Jens Spahn als Vorgänger 2 Jahre eingesperrt hat, Menschen in die Impfpflicht treiben wollte, ihm rhetorisch ein Härchen zu krümmen und ihn als Horrorclown der deutschen Virologie zu bezeichnen, das als Beleidigung vor dem Amtsgericht Deckendorf namhaft zu machen. Erster Punkt. Kein einziger Deutscher hat mir zu dieser Bemerkung bis zum heutigen Tag widersprochen. Das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen. Ich bin so oft bei euch und kein einziger ist auf mich zugekommen und hat gesagt, groß, was erlauben Sie sich, der Lauterbach ist ein netter Mensch. So jemanden habe ich noch nie gesehen. Zweiter Punkt, und das ist der entscheidende Punkt, oder die entscheidende Frage, kann man Karl Lauterbach eigentlich beleidigen? Also ich muss euch sagen, manche sind eine Beleidigung für sich selbst. Da braucht es keinen Schluchtenscheißer. Da braucht es keinen Österreicher, wiewohl ich ja weiß, dass ihr Deutschen sowieso ein zwiespältiges Verhältnis zu uns habt. Nein, ich will euch nicht die große, weite Welt erklären. Das ist das letzte Mal auch nicht gut gegangen. Also fangen wir gar nicht damit an. Aber eines möchte ich euch sagen, dann hat mich der Ministerpräsident ein weiteres Mal angezeigt vor wenigen Monaten, weil ich im österreichischen Fernsehen laut Strafakt gesagt haben soll, ausgerechnet dieser Markus Söder und die scheinkonservative CDU, CSU fordern eine Obergrenze und sind in ihren Bundesländern nicht einmal in der Lage, einen Promillebereich der negativ beschiedenen Asylwerber abschieben. Das sind Heuchler. Daraufhin Niki Fellner,
Mir gegenüber sitzt immer Born Mehner, kennen vielleicht einige. Heute sitzt er im Kofferraum, er ist bissig und nach deutschem Veranstaltungsrecht darf ich ihn ohne Maulkorb nicht mitnehmen. Herzliche Grüße von ihm im Übrigen. Daraufhin sagt Niki Fellner, sei vorsichtig, sonst bekommst du wieder eine Strafe von diesem Herrn Söder. Sag ich, wisst ihr was, ich lege nur einmal 36.000 Euro drauf und sage, er ist der größte Trottel, der mir jemals in meinem Leben begegnet ist. Jetzt muss ich euch aber leider sagen, dass meine verständliche Unmutsäußerung gegenüber der CDU, CSU und Markus Söder auf gut österreichisch gesagt ein Lercherlschaß gegen das, was der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß über Markus Söder gedacht hätte. Und wenn ich mir alte Franz Josef Strauß-Reden anschaue, muss ich euch sagen, dass offenbar Deutschland in den 80er und 90er Jahren weit mehr eine liberale, offene Demokratie ist, als es im Jahr 2024 unter den Scheindemokraten ist. Aber der Höhepunkt war die dritte Anzeige von vor einem Monat. Ja, ich sammle sie. Ja. Ich habe so ein kleines Gutscheinheft bei der bayerischen Justiz. Da pick ich ein und irgendwann sage ich, wisst ihr was, Mengenrabatt. Ja. Der dritte Punkt war, im österreichischen Fernsehen tritt eine gewisse Saskia Esken auf. Das ist die Trümmerfrau der deutschen Sozialdemokratie. Die meint im Öffentlich-Rechtlichen doch tatsächlich, die AfD wäre eine Nazi-Partei und vergleicht Alice Weidel und die Bundestagsfraktion mit Goebbels. Daraufhin konfrontiert sie Saskia Esken, wobei ich mir nicht sicher bin, Mann oder Frau, das ist ja in Deutschland da, sind ja verschwommene Grenzen mittlerweile, konfrontiert Armin Wolf, der nicht dem konservativen Lager zugehörig ist, unser Anchorman vom Öffentlich-Rechtlichen, also von den Tastaturprostituierten des österreichischen Rundfunks, Zwangsgebühren finanziert, konfrontiert er sie und sagt, Frau Esken, ist das sehr ernst? Wollen Sie wirklich im Jahr 2024 eine demokratische Partei, über die kann man denken, wie man will, mit Hitler vergleichen und mit Goebbels, der 7 Millionen Menschen umgebracht hat? Ja, das will sie und bleibt drauf. Und dann habe ich mir erlaubt, in Viechtach heißt das im Bayerischen Wald, ist im Übrigen sehr schön, ein Ausflug, würde euch einmal gefallen hier aus Hessen, ja. Konfrontiere ich dort in Viechtach und sage, das kann doch nicht sein, dass man im Jahr 2024 nur aufgrund einer intellektuellen, rhetorischen und politischen Schwäche im Umgang mit dem politischen Mitbewerber den Opfern des Zweiten Weltkriegs und des nationalsozialistischen Regimes gleichsam das zweite Mal ins Grab nachspuckt. Was sitzen da bei euch im Deutschen Bundestag für Einzeller? Anzeige Einzeller. Jetzt habe ich meine Anwälte beauftragt, der Frau Esken einmal zu schreiben, sie soll mir sagen, wie viele Zellen sie hat. Ich will ja nicht ungenau zu sein. Sind es 2, 3, 10, 100, 1 Million? Ich möchte gern wissen, welcher geistige Zustand führt im Jahr 2024 im Wissen um die europäische Geschichte, die österreichische Geschichte, die deutsche Geschichte, 2 blutige Weltkriege. Welche geistige Verwirrung führt dazu im Jahr 2024, nur weil man der AfD und ihren Argumenten nicht Herr wird, 7 Millionen Opfer des nationalsozialistischen Regimes zu bemühen, um auf ihrem Rücken, auf ihren gepeinigten und geschlagenen und getöteten Rücken billige und dreckige Parteipolitik zu machen? Und das ist meine Meinung. Ich habe einen hohen Respekt vor der Geschichte. Ich komme aus Österreich.
Ihr kommt aus Deutschland. Unsere Geschichte hat sich über all die Jahrhunderte sehr oft getroffen. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Alle die hier herinnen sitzen, tragen keine Schuld. Wir tragen aber eine Verantwortung. Gerade diese Verantwortung würde ja das Mitglieder des politischen Establishments gebieten, solche menschenverachtenden Vergleiche nicht zu ziehen. Aber das tun sie nicht. Weil sie der AfD in der Integrationspolitik nicht Herr werden, zücken sie die Nazikeule. Weil sie der AfD in der Wirtschaftspolitik nicht Herr werden, zücken sie die Nazikeule. Weil sie der AfD in der Corona-Politik nicht Herr geworden sind, zücken sie die Nazikeule. Weil sie der AfD intellektuell, rhetorisch im Deutschen Bundestag nicht mehr Herr werden, bedienen sie die tiefsten Schubladen, die man in einer politischen Auseinandersetzung bedienen kann, und missbrauchen in Wahrheit jene, die unter einer tatsächlichen Diktatur gelitten haben. Und das versuchte ich zum Ausdruck zu bringen und wie nicht anders zu erwarten, das deutsche Establishment schlägt zurück und zerrt mich vor Gericht. Habe ich kein Problem damit. Heiteres bayerisches Bezirksgericht. Irgendwann gebe ich einmal ein Buch drüber raus und dann habt ihr im Öffentlich-Rechtlichen bei dieser Serie viel Spaß. Und die dritte oder die letzte Anzeige erfolgte, weil ich bei gleicher Rede gesagt habe, mit Blick auf diese grüne Bevormundungspolitik, dieser Sojaschächter, dieser Grashalmmörder bei den Grünen, wenn Ricarda Lang hin und wieder aufs Abendessen verzichten würde, dann wäre der Hunger auf der Welt getilgt. Auch das ist eine Beleidigung. Nebst der Beleidigung fürs Auge. Aber okay. Ich nehme zur Kenntnis, Ricarda Lang ist nicht mehr satisfaktionsfähig. Sie ist zurückgetreten unter der schweren Last ihres Amtes. Nein, nicht lachen. Schweres Amt. Ja? Naja, logisch. Du kannst in Wahrheit einen toten Esel nicht zu Ende reiten, wenn er unter dir verwest. Das hat nichts mit Raketenwissenschaft zu tun. Das ist ein Grundprinzip. Der Esel, also die Grünen innen, hoffentlich kriege ich jetzt nicht nur satirisch gemeint, logischerweise, der Esel stirbt dir unter dem Sattel, er verwest. So, diese Partei existiert nur mehr zum Selbstzweck und irgendwann haust den Hut drauf. Auch das ist in Deutschland des Jahres 2024 im Übrigen ein Straftatbestand. Dabei wollte ich niemanden bodyshamen. Ich habe auch Gewichtsschwankungen zwischen 100 Kilo und 83 Kilo. Derzeit habe ich 83 Kilo, also bin fit in Form, ja, fit im Schritt, ja, fit mach mit, aber und das ohne Soja und Grashalme, die ich schächte. Ja, also bei mir gibt es durchaus hin und wieder einen Schweinsbraten. Aber ich wollte niemanden bodyshamen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht geht, als Grüner Wasser zu predigen und jeden Tag Wein zu saufen. Dass es nicht geht, von zu sprechen und ein Heizungsgesetz zu verabschieden. Dass es nicht darum geht, die Meinungsfreiheit zu tradieren und den Antifaschismus zu beschwören und am Ende mit ihren Anzeigen die größten Faschisten der Gegenwart zu sein. Dass es nicht geht, den Menschen eine E-Mobilität aufs Auge zu drücken, die sie in Wahrheit nicht wollen und dann selbst die BMW-Dienstwagen mit einem fetten Dieselstinker zu fahren, aber dann 500 Meter vorm Eingang einer Veranstaltung schnell aus der BMW-Limousine auszusteigen, die Jesus-Patscheln werden angezogen, Birkenstock, und dann kommt man hin, wie von der Kelly-Family, und sagt, Liebe, Liebe, Luft und Grüne. So, das geht nicht, meine lieben Freunde. Das ist Heuchelei. Und ich sage euch, die Heuchelei ist der größte Müllstand dieses Deutschlands im Jahr 2024. Es ist die Heuchelei der politischen Eliten,
Begonnen bei CDU und CSU und den Scheinkonservativen, die in den Bierzelten und in den Wahlkampfreden rechts blinken und nach der Wahl links abbiegen. Es sind jene, die in den Wahlkämpfen von Obergrenzen reden und dem Schutz der Heimat und der Identität und in Wahrheit samt ihrer blutigen Raute des Grauens, genannt Angela Merkel, den Einzelfall seit 2015 und die offenen Grenzen implementiert haben. Es geht nicht als CDU und CSU harte Kante rhetorisch zu zeigen bei den Sonntagsreden und in der täglichen Umsetzung, wie zum Beispiel in Bayern, nur 3% der negativ beschiedenen Asylwerber außer Landes zu bringen. Es geht nicht plötzlich wenige Wochen vor der Bundestagswahl den Law-and-Order-Kurs einschlagen zu wollen rhetorisch und ausgerechnet die Vorgängerin, also die Urmutter der CDU, CSU, Angela Merkel, hat das angestellt, unter dem Deutschland seit 9 Jahren leidet, und sie erblödert sich nicht, in ihrem neuesten Buch Freiheit von Bringschuld der deutschen Gesellschaft zu sprechen. Meine lieben Freunde, wenn ihr eine Bringschuld habt, dann ist es jene außer Landes zu bringen, die hier nichts verloren haben. Und nein, nur um das gleich einmal vorzubeugen, ja, für alle, ich bin kein Rassist. Es hat einen ganz großen, verstorbenen Österreicher gegeben, einen Philosophen, Viktor Frankl. Viktor Frankl hat einst einmal gesagt, es gibt nur 2 Rassen von Menschen, die Guten und die Bösen. Und die Bösen will ich auf diesem europäischen Kontinent nicht, ganz einfach. Dieses Deutschland, dieses Wirtschaftswunder, Stichwort Ludwig Erhard, ist groß geworden, weil sehr viele Menschen auch nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen sind, diese Kultur respektiert haben, akzeptiert haben, sich sogar assimiliert haben, die Sprache gelernt haben, deutsche Kinder auf die Welt gebracht haben, aber nicht einen deutschen Rassebegriff beschworen haben, sondern aus Italien gekommen sind, aus Griechenland, aus Kroatien, aus dem europäischen Kontinent, aus einem eigenen Kulturkreis, der sich europäisch nennt und den einst einmal ein Deutscher, nämlich in dem Fall Josef Ratzinger, damit beschrieben hat: Europa ist für ihn der Glaube Israels, die Philosophie Griechenlands und das römische Recht. Das ist dieser Kulturkreis. Und da hat die letzten Jahre und Jahrzehnte viele Menschen dazu beigetragen, dass dieses Deutschland, dass dieses Österreich, dass dieses Europa prosperiert hat. Dass wir Wohlstand gehabt haben, aber am Ende wir nicht dem Wohlstand dienen, sondern der Wohlstand uns die soziale Sicherheit und die Gerechtigkeit garantiert hat. Aber welche Gerechtigkeit, meine lieben Freunde, ist es denn, als Verantwortungsträger des Staates unkontrolliert Menschen ins Land zu lassen, von denen sich ein großer Teil dann so geriert wie der Mörder von Ruben aus Mannheim? Dieser 28-jährige Polizist, und es gibt den Kausalzusammenhang, dieser 28-jährige Polizist könnte heute wie die Polizisten vor der Tür selbstverständlich seinen Dienst am deutschen Volk leisten, eine Familie gründen, bei seinen Eltern zu Weihnachten zu Hause zu sein. Wenn nicht eine deutsche Politik, erfasst vom multikulturellen Wahn, in toleranter Großzügigkeit gemeint hätte, wir sind das Armenhaus, das Berufsschulzentrum, das Regenerations- und Rehabilitationszentrum der Welt. Heute könnte ein 28-jähriger Ruben noch leben, wenn Angela Merkel
nicht gesagt hätte, wir schaffen das und in Wahrheit indirekt mit ihrer politischen Weisung nur eines geschafft hat, viele Menschen in dem Land um die Ecke zu bringen. In Solingen könnten heute noch 4 Menschen leben und nächstes Jahr ein Fest der Vielfalt begehen. Wenn man nicht die offene, liberale Gesellschaft und die Vielfalt in diesem Land geopfert hätte für die blutige Einfalt des Terrors, die keine Provenienz hier in Deutschland gehabt hat, sondern ein exklusives Kulturgut jener ist, die hier auf diesem Kontinent eigentlich nichts zu suchen gehabt hätten. Anne-Marie, ein junges Mädchen, das mit ihrem Freund Danny im Zug vor mehr als 2 Jahren unterwegs war, frisch verliebt, deren Mutter und Vater ich kenne und mich mit ihnen in Wien getroffen habe, könnte heute noch leben, hätte möglicherweise ihre Eltern zu Großeltern gemacht und eine tolle Beziehung begründet. Könnte auch Weihnachten feiern. Wenn nicht eine deutsche Politik aus grenzenloser Toleranz und möglicherweise einem falsch verstandenen Schuldkult gemeint hätte, wir bösen Deutschen müssen im Jahr 2015 bis 2024 zeigen, dass wir doch schon so gut sind. Besser als unser Ruf. Viele Menschen könnten in Deutschland noch leben. Und viele Friedhöfe wären nicht so hell 365 Tage wie bei uns in Österreich nur zu Allerheiligen. Wenn Deutschland eine Politik der Vernunft gemacht hätte, eine Politik der Achtung der eigenen Gesetze sichergestellt hätte. Aber das wollte man nicht. Das wollte man nicht. Angela Merkel, getrieben durch Schuld, getrieben durch Wiedergutmachung, getrieben durch grenzenlose Idiotie, meinte, wir schaffen das. Und hat in Wahrheit nicht nur sich selbst und ihr eigenes Land geopfert damit, sondern ganz Europa. Denn der Sogfaktor besteht ja nach wie vor. Vor 2 Wochen war ich in Tirol, in Mils bei Imst, und habe dort eine sogenannte politische Martini-Rede gehalten. Um von Graz nach Tirol zu kommen, muss ich über das kleine deutsche Eck fahren. Kennen vielleicht einige. Bei Kitzbühel hinten raus. Oben an der Autobahn wird kontrolliert. Unten steht kein einziger Polizist. Wisst ihr, wie der Österreicher vor 3 Monaten Imre A. von Österreich nach Deutschland gekommen ist, dann dort mit einer Schrotflinte aufs israelische Generalkonsulat geschossen hat, obwohl uns Markus Söder und der bayerische Innenminister Hermann oder die Innenministerin Faeser erklären, die Grenzen werden lückenlos kontrolliert. Er hat sich, obwohl er unter Beobachtung des Verfassungsschutzes des Österreichischen in dem Fall war, ganz ungeniert einen Tag vorher einen alten Vorderlader gekauft, hat ihn auf die Rückbank gehauen, ist nach München gefahren, hat ihn ausgepackt und hat in der Gegend herumgeschossen. Die Höchststrafe hat er im Übrigen bekommen. Die Höchststrafe hat er bekommen, indem die Polizei ihn neutralisiert hat. Nein. Es hätte nicht sein müssen, dass ein österreichischer Jugendlicher, der noch dazu in Österreich geboren worden ist und aus einer sehr angesehenen bürgerlichen bosnischen Unternehmerfamilie aus Seewalchen stammt, sich binnen weniger Jahre so radikalisiert, dass er plötzlich zum islamistischen Terroristen wird und in München ein Schussattentat verübt. Nicht nur, dass die deutsche Politik, Angela Merkel, die österreichische, die europäische Politik, die Gefährder und Terroristen ins Land hereingelassen haben, sie lassen es auch zu,
dass unsere jungen Menschen von Tendenzen, Ideologien und religiösen Wahnvorstellungen so radikalisiert werden, dass sie am Ende mordend und Allahu Akbar schreiend durch die Straßen ziehen. Nicht nur, dass wir die Gefährder reinholen, wir züchten mittlerweile in unserer Gesellschaft, wir erziehen die Gefährder auch inmitten unserer Gesellschaft. Und da frage ich mich, was läuft da falsch? Das ist die gegensätzliche Politik von dem, was man langläufig bei uns unter Vernunft und der Hausverstand meint. Aber ich nehme zur Kenntnis, nicht nur zuletzt durch das, sondern René Aust hat heute ein Zitat von mir gebracht. Ich möchte ein zweites Zitat von mir nachlegen. Deutschland ist eben halt die größte Psychiatrie der Welt. Die schwersten Fälle kleben auf der Regierungsbank und euer Nachwuchs klebt auf der Straße. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Im Übrigen, in Bayern ist es üblich, dass der Redner vielleicht ein kleines Bier bekommt. Um nicht zu sagen, in Bayern ist die Gastfreundschaft ausgeprägter als in Hessen. Meine lieben Freunde von der Schank, bitte ein kleines Bier. Naja, irgendwer wird schon gehört haben. Wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Nein, die Hoffnung hat ein schönes Gesicht. Herzlichen Dank. Schau. Ja, meine lieben Freunde, das zur sogenannten scheinkonservativen Heuchelei. Zur scheinkonservativen Heuchelei dieser Tage gehört aber auch im Hinblick auf den 23. Februar nicht nur über die Integrationsproblematik, über den Verlust der Identität der Heimat, am Ende auch der Rechtsstaatlichkeit zu sprechen, sondern es gehört auch dazu, dass wir uns hier in Deutschland ja bekanntermaßen in einem Land befinden, das sich einst führende G7-Industrienation genannt hat. Es war ja die deutsche Volkswirtschaft, die die gesamte Europäische Union zu finanzieren hatte. Jetzt frage ich mich, was ist von dem ganzen Wirtschaftswunder übergeblieben? Kinderbuchautor Hapit, 28.000 Betriebspleiten, alle nur in Pause gegangen. Eine Deindustrialisierung der deutschen Volkswirtschaft, wie wir sie noch nie kannten. René Aust und Malte Kaufmann haben es richtigerweise gesagt. ThyssenKrupp, VW, BMW, der große deutsche Verbrenner als Aushängeschild der deutschen Industrie, weltweit im Untergang begriffen, reißt im Übrigen europaweit alle Zulieferbetriebe, auch bei uns in Österreich mit Magna, Auffall, List, wie sie alle heißen, jeden Tag eine Betriebspleite, jeden Tag 1000 Mitarbeiter ans Ende ihrer Existenz gesetzt, das kurz vor Weihnachten. Was ist aus der großen deutschen Industrienation geworden die letzten 4 Jahre? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man in Deutschland seit 2,5 Jahren erstmals wieder seit 1945 gegen Russland Krieg führt und die deutsche Volkswirtschaft im Bruttoinlandsprodukt mittlerweile ein Minus schreibt und auf Platz 20 steht, währenddessen ausgerechnet das bekämpfte Feindesland, von Annalena Baerbock liebevoll auch Nussland genannt, Nussland, übersetzt Russland, weil das R kann sie nicht, Nussland, hat sie gesagt im Übrigen. Sie war an der Frontlinie, die Kobolde haben es ihr gesagt, sie muss Nussland verteidigen, weil sie will die Welt verenden. Man kann mich nicht wegen Beleidigung anzeigen, ich zitiere nur die deutsche Außenministerin, das rhetorische Aushängeschild Deutschlands. Wisst ihr, was wir in Österreich mit sowas machen? Wenn sowas passiert, passiert oft im Alltag. Kann passieren. Stress für Computer. Dann kommen 2 nette Herren, meistens in weiß, bringen eine Jacke mit.
nehmen den Delinquenten auch mit, in dem Fall die Delinquentin, und therapieren das aus. Kriegst ein bisschen Deanxit, ein bisschen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, ein bisschen Ritalin zum Ruhigstellen. Kriegst ein schönes Einzelzimmer mit Gummigepolster, da kannst du die 4 Wochen lang austoben. Aber ich nehme zur Kenntnis, ihr setzt das in die Staatsregierungsmaschine Konrad Adenauer und sie ist das Aushängeschild Deutschland. Jeder wie er will. Kann man, muss man aber nicht, würde ich sagen. Okay. Diese deutsche Außenministerin hat Russland, also Nussland, den Krieg erklärt. Deutschland hat 13 Sanktionspakete gegen Russland verabschiedet und nein, ich bin nicht der nützliche Idiot des Herrn Putin, aber ich bin auch nicht der Windelhosenwechsler von Joe Biden aus Washington, dass ich so blöd bin, ganz Deutschland zu opfern, um auf dem europäischen Kontinent einen Wirtschaftskrieg gegen Russland zu beginnen, den ich am Ende nur verlieren kann. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Märztage des Jahres 2022? Wir werden mit unseren Maßnahmen für eine Destabilisierung Russlands sorgen. Putin ist schwer krebskrank. Putin ist demenzkrank. Mit Blick auf das deutsche Bundeskanzleramt ein besonderer Treppenwitz der Geschichte. Ich sage nur Cum-Ex. Olaf Scholz kommt mir so ein bisschen vor wie der österreichische Bundespräsident Kurt Waldheim. Der hat sich nämlich auch nicht erinnern können. Der hat nämlich gesagt, nur sein Pferd war bei der SS, er nie. Aber sei es drum. Ja, das ist tatsächlich vorgefallen in Österreich. Also, es dürfte eine Krankheit sein. Vielleicht geht da durch Wien und Berlin eine Wasserader durch. Kann ja sein. Ja. So. 13 Sanktionspakete. Und am Ende bedeutet das, dass die deutsche Volkswirtschaft in die Knie geht. Die von euch abgerungene Solidarität dazu geführt hat, dass wir aus lauter Trauer über die Toten in der Ukraine gleichsam Selbstmord begangen haben. Übrigens was Neues. Wenn man dieser Theorie folgt, müsste jeder Polizist, der zu einem Mord gerufen hat, am Ende sich sofort selbst erschießen aus lauter Solidarität. So hat es Deutschland gemacht. Aus lauter Solidarität mit Kiew und den Ukrainern, ist auch in Ordnung so, hat man gesagt, okay, wisst ihr was, wir machen gleich mit Selbstmord. Das Ergebnis sind Hunderttausende Arbeitslose mehr, eine Rezession, eine Deindustrialisierung des Landes aufgrund von gestiegenen Energiepreisen und eine falsche Politik, wo man in Wahrheit mit dem Gießkannenprinzip noch Geld hineingeschossen hat, das dann am Ende nur die Inflation aufgefressen hat. Jetzt ist Geld keines mehr da, das Geld bei den Menschen ist auch keines mehr da, aber die Inflation, die Rezession ist geblieben und der Krieg gegen Russland. Und man wird noch immer nicht gescheiter. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ein Mensch Fehler macht. Schaut, ich habe in meinem Leben oft genug Fehler gemacht. Ich liebe alle meine Fehler. Warum? Weil ich nur durch die Fehler klüger geworden bin. Durch meine Erfolge bin ich nie gescheiter geworden. Ganz im Gegenteil. Die Erfolge haben immer nur dazu geführt, dass ich abgehoben wurde. Klüger und demütiger bin ich in Wahrheit nur durch die Misserfolge geworden. Also wenn einer einen Misserfolg macht, wenn einer fällt, habe ich überhaupt kein Problem damit. Vor allem dann nicht, wenn er selbst reflektiert, wieder aufsteht und es in Zukunft besser macht. Bei euch deutschen Regierungspolitikern habe ich immer den Eindruck, sie rennen immer gegen die gleiche Wand, der Kopf ist blutig geschlagen, aber ist eh wurscht, weil vorher auch nichts drinnen war. Ja, so. Okay, auch hier sage ich, kann man, muss man nicht. Am Ende bedeutet das, dass Deutschland in Wahrheit wirtschaftlich in einer Krisenstimmung ist, und sich die Wirtschaft auch die nächsten 2 Jahre, die nächsten 3 Jahre von dieser Situation, von diesem Wirtschaftskrieg nicht erholen wird. Und das ist eine besonders traurige Situation. Warum? Weil die Wirtschaft am Ende nichts Abstraktes ist. Die Wirtschaft sind nicht einige wenige Industriekapitäne, die im Finanzzentrum von Frankfurt sitzen.
oder an der Börse spekulieren. Die Wirtschaft sind am Ende alle wir. Wir konsumieren, also sind wir ein Teil der Wirtschaft. Wir arbeiten und produzieren, also sind wir ein Teil der Wirtschaft. Es reißt nicht der Wall Street die Haxen weg. Die an der Spitze der Unternehmen stehen, die haben sich's längst gerichtet. Wenn die Wirtschaft den Bach hinuntergeht, dann trifft es nicht die Industriekapitäne. Dann trifft es den Klein- und Mittelstand, das Rückgrat dieser Gesellschaft. Dann trifft es jene Millionen Menschen, die jeden Tag um 6 Uhr in der Früh aufstehen, damit sie 50% Steuer- und Abgabenquote zahlen, damit die Frau Baerbock feministische Scheißheiseln in Südafrika bauen kann. Und wisst ihr, am Ende bedeutet das alles Folgendes. Um zum Andreas Licher zu kommen und dem von ihm gerade in Auftrag gegebenen philosophischen Blick auf die sogenannte Freiheit. Meine lieben Freunde, was ist denn das für eine Freiheit, wenn man Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat sich in seiner eigenen ursprünglichen Heimat nicht mehr wohlfühlt? Was ist denn das für eine Freiheit, wenn man anderen den Recht auf Schutz einräumt, aber dafür unser Recht auf Identität am Altar des Multikulturalismus opfert? Was ist denn das für ein Recht der Freiheit, wenn man anderen ein Recht der Flucht einräumt und unseren Mitbürgern das Recht auf körperliche Unversehrtheit dafür raubt? Was ist denn das für eine Freiheit, meine lieben Freunde, sehr geehrte Damen und Herren? Wenn man am Ende aus stolzen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, Deutschen und vielen anderen, die die letzten Jahrzehnte hier in dieses Land gekommen sind, am Ende ihr Recht auf Erwerbstätigkeit raubt und sie zu Befehlsempfängern und zu Almosenempfängern macht, die in Zukunft von Sozialleistungen zu leben haben und keinerlei ökonomische Freiheit mehr über das von ihnen wirtschaftliche Gut haben. Was ist das für eine Freiheit? Es ist eine Scheinfreiheit, meine lieben Freunde. Und wenn man euch im Gegenzug zu der geraubten Freiheit, nämlich der geraubten Freiheit eurer Heimat und der geraubten Freiheit eurer ökonomischen Freiheit, dann anbietet, man gibt euch eine neue Freiheit, nämlich die Wahl so als Ersatzleistung, sowie eine Substitutionsdroge. Man gibt euch dafür 72 Geschlechter. Meine lieben Freunde, was ist das für eine Freiheit? Das können Sie die Deutschen aussuchen, jeden Tag, einmal im Jahr, Verzeihung. Ich will politisch korrekt bleiben, auch wissenschaftlich korrekt, wisst ihr. Einmal im Jahr dürft ihr euch aussuchen, Hund, Katz, Frau, Mann, Wasserhydrant. Ist das Freiheit? Nein, das ist Fasching. Karneval, sagt man bei euch dazu. Karneval hat seine Berechtigung. Karneval ist lustig. Karneval hau ich mir hin und wieder eine hinter die Birne, hinter die Binde. Alles in Ordnung. Aber Karneval ist nicht die Realität. Es hat nichts mit Realität zu tun, wenn der deutsche Gesetzgeber das deutsche Volk unter Strafandrohung von 10.000 Euro dazu zwingen will, zu einem Mann, der ausschaut wie ein Mann, Oberarme hat wie ein Mann, watschelt wie ein Mann, die Stimme eines Mannes hat, in Zukunft zu sagen, er sitzt im Bundestag und deswegen ist er Frau. Ihr wisst, wen ich meine. Bravo. Ja, er, sie, es ist in Ordnung. Ich habe nichts gegen Gefühle. Bitte versteht es mich nicht falsch. Ich kontrolliere und regle nicht die Gefühle des einzelnen Menschen. Der Staat hat nicht das Recht, die Gefühle von anderen Menschen zu regeln. Aber der Staat kann doch nicht, weiß ich nicht, wie viele Einwohner habt ihr jetzt? 90 Millionen? 84 Millionen dazu zwingen, zum Kyril zu sagen, es ist ein Hund. Das geht nicht. Also zu einem Rind zu sagen, es wäre ein Hund.
Das geht nicht, meine lieben Freunde. Die Wahrheit ist weiß wie der Schnee. Und die Wahrheit kann im Übrigen auch nicht verhetzend sein. Und die Wahrheit wirst du nicht tilgen, indem du Gesetze auf den Weg bringst, die am Ende bedeuten, dass Deutschland 365 Tage im Jahr bunt und verrückt geworden ist und nicht nur zur Zeit des Karnevals. Geschenkt. RCS da im Bundestag schaut aus, hübsch hässlich mit Rest nach 45, alles drum und dran. Aber mit Verlaub gesagt, am Ende bleibt ein Mann und eine Frau eine Frau. Und dazwischen gibt es medizinische Grenzfälle. Wir haben in Österreich eine tolle Skifahrerin gehabt. Vielleicht die ältere Generation kennt es, Erika Schinecker, heute Erich Schinecker. Der ist tatsächlich im falschen Körper, im Übrigen auch mit falschen Geschlechtsmerkmalen geboren worden. Aber in die 50er Jahren hat man das nicht so ernst genommen. Ist er halt ein Dirndl. Hat ausgeschaut wie ein Bub, aber das war dann eine persönliche Tragödie, die medizinisch gelöst worden ist. Aber aufgrund von Einzelfällen, die medizinisch zu lösen sind, einer gesamten Bevölkerung von 84 Millionen Leuten in Zukunft zu sagen, ihr dürft euch einmal im Monat, einmal im Jahr nach Gefühl aussuchen, was ihr seid und der Rest der Gesellschaft hat es zu akzeptieren, das akzeptiere ich nicht. Weil noch einmal, der Hund wedelt nicht mit dem Schweif. Und das ist alles in Wahrheit, meine lieben Freunde, diese Gemengelage, in der sich Deutschland befindet. Das ist jene Situation, die vielen Menschen die Wut in den Kopf treibt. Viele fragen sich jeden Tag, für was arbeite ich noch? Für was lebe ich denn in einem solchen Land noch, wo in Wahrheit der Unfug pragmatisiert worden ist, der Unfug staatlich verordnet worden ist, wo man uns die Wirtschaft ruiniert, wo man uns die Heimat raubt, wo man uns mit einem Heizungsgesetz kriminalisiert, wo man die Meinungsfreiheit einschränkt, wo man den Leuten einen Maulkorb um den Mund bindet, weil man sagt, Kritik an der Regierung wäre staatszersetzendes Verhalten. Heute habe ich irgendwo gelesen, ein deutscher Bürger wird in der Reichsbürgerkartei geführt, wer dem Öffentlich-Rechtlichen zurückgeschrieben hat, er zahlt in Zukunft keine Gebühr mehr, keine Zwangsgebühr mehr für das Schrott-TV, für das Gefälschte, die Fake News, die wir jeden Tag von den Tastaturprostituierten serviert bekommen. Der wird jetzt in der Reichsbürgerkartei geführt. Also meine lieben Freunde, ich weiß, von Zeit zu Zeit gehen auch die Deutschen wie ein Tanzbär aufs Eis und brechen dann wieder ein. Aber ich bitte euch, man sollte doch aus der jüngeren Geschichte der vergangenen 80 Jahre gelernt haben. Müssen wir denn im Jahr 2024 wieder in eine Situation rutschen, wo uns Leute erklären, sie meinen es um uns ja nur gut und uns am Ende entrechten und uns zu Handaffen machen nach dem Motto, Hände falten, Goschen halten, oder ist es ein aufrechtes deutsches Volk, das Kritik üben darf und nicht in einem Land des betreuten Denkens und des betreuten Wählens leben muss? Meine lieben Freunde, am 23. Februar ist es soweit. Am 23. Februar wählt Deutschland nach dem Totalschaden der deutschen Ampel einen Bundestag. Ich weiß, wir Österreicher sind, was die Parteienbindung betrifft und die geistig-demokratische politische Beweglichkeit betrifft, sind wir ein wenig wendiger. Wir sind ein kleines Volk, sehr schlau, so ihr erinnert euch wie Asterix, ja, ganz schnell, pfitschi schnell sind wir. Und wir haben uns binnen von wenigen Jahren von jenen Parteien, die uns in den Abgrund geführt haben, getrennt. Am 29. September ist die Freiheitliche Partei in Österreich auf Platz 1 gewählt worden. Das ist die Botschaft. Vor 5 Tagen ist die Freiheitliche Partei in der Steiermark, in meinem Heimatbundesland, auf Platz 1 gewählt worden. Und ich gehe die ganze Zeit aus, sie telefonieren, weil ich mich über diese Koalitionsverhandlungen auf Bundes- wie auch auf Landesebene informieren möchte. Ja, auch für euch ist die Zeit reif zur Wende. Seien wir doch nicht in dieser alten
geistigen Verfassung inhaftiert. Wir müssen genauso wählen, wie es die Großeltern gewählt haben und die Eltern gewählt haben, und ich habe immer CDU gewählt, also wähle ich diesmal wieder CDU. Befreien wir uns doch von dem Gedanken, dass die SPD eine Partei des kleinen Mannes oder der Leistungsträger in diesem Land wäre. Befreien wir uns doch von diesem Irrglauben, dass es die Grünen mit uns gut meinen würden und unsere Grundrechte beschützen. Befreien wir uns doch davon, dass die FDP eine liberale Partei wäre, nachdem sie bei der Impfpflicht, beim Heizungsgesetz und bei jeder Schweinerei dieses Deutschen Bundestages mitgemacht haben. Befreien wir uns doch von dem Wahnsinn zu glauben, dass eine Politikerin wie Sarah Wagenknecht mit dem herben Charme einer DDR-Rezeptionistin in Berlin der 70er Jahre plötzlich etwas anderes im Sinne hat, als die Planwirtschaft einzuführen. Das sind die Aposteln der SED. Nur weil sie richtigerweise nun sagen, die Zuwanderung tut uns nicht gut, macht es aus denen noch immer keine besseren Menschen, weil sie bis 89 mit ihrer Ideologie für die Mauertoten verantwortlich sind, weil sie bis heute in China für Unterdrückung und Menschenrechtsverbrechen verantwortlich sind. Es ist der Kommunismus, der uns die letzten 70 Jahre gespalten hat. Es ist der Kommunismus, der überall, wo er auftritt, die Sorge des Menschen im Mittelpunkt hat und ihn dann schamlos unterdrückt, im besten Fall und im schlechtesten Fall erschießt. Im Übrigen bin ich überhaupt der Meinung, dass alles, was mit Ismus aufhört, ein ganz gewaltiges Problem für unsere Gesellschaft ist. Sei es der Nationalsozialismus, sei es der Kommunismus oder sei es der Islamismus. Das brauchen wir in einer aufgeklärten Gesellschaft des Jahres 2024 nicht. Und die AfD ist die einzige Gruppierung in Deutschland, die das erkannt hat, meine lieben Freunde. Und weil sie das erkannt hat, wird sie bekämpft. Weil sie ein demokratiepolitischer Betriebsunfall war, versucht man sie zu vernichten. Weil sie nicht in das Konzept passen, weil sie nicht angepasst sind, versucht man sie gar nicht mehr an den Wahlurnen zu bezwingen, sondern geht vor die Gerichte. Nur mit Verlaub gesagt, wenn man die AfD verbietet, verbietet man euch das freie Wahlrecht. Das muss man bei der Gelegenheit halt auch wissen. Weil was ist denn das für eine Demokratie? Was ist denn das für eine Meinungsfreiheit, dass man nur in einem ganz engen Korridor seine Meinung äußern kann oder sein Wahlrecht ausüben kann, wenn es den Mächtigen in dem Land passt? Es gibt keinen Unterschied zwischen guter und schlechter Demokratie. Das ist eine gute Wahlstimme, das ist eine schlechte Wahlstimme. Das erklärt euch der ZDF, ARD oder WDR. Die erklären euch, ja, das ist schlecht, wenn man AfD wählt, dann ist man ein schrecklicher Mensch. Aber wenn man SPD oder CDU, CSU, dann ist man ein toller Mensch. Es gibt keine Zweiklassendemokratie. Die erste Klasse, die Luxusklasse, wo man so wählt, wie es eine kleine Minderheit von Regierenden macht, die sich über die Mehrheit der Menschen erhebt. Und eine zweite Klasse, die es nur falsch macht. Es gibt ein deutsches Volk und es gibt ein Wahlvolk. Und dieses Wahlvolk wird am 23. Februar zu den Wahlurnen schreiten und wird jene kremieren, die Brandmauern bauen und sich dabei ihre eigenen Bratzen verbrennen werden. Wie in Österreich, so auch in Deutschland, meine lieben Freunde. Apropos Bratze, habe ich heute auch gelesen. Ich lese ja viel zu viel. Ein deutscher Bürger wird verurteilt, weil er Baerbock Hohlbratze genannt hat. Also mir wäre ja zu Annalena Baerbock viel mehr eingefallen als Hohlbratze, aber ich möchte es nicht vertonen, weil ich nicht vor der hessischen Justiz landen will. So weit sind wir schon gekommen, aber okay, Machtkritik ist nicht erlaubt. Wisst ihr, ich mache das, was ich mache, schon seit Jahren. In Österreich, auf OE24, ihr wisst schon, Servus TV, in meinen Blogs, meinen Videos, in meinen Social Medias. In Österreich empfindet man mich als unbequem, aber man preist mich in die Demokratie ein und sagt, das ist auch notwendig. In Deutschland reagiert man mittlerweile so hysterisch darauf, wenn man nur auf irgendeinem Plakat sieht, dass mein Name vorkommt und schickt gleich einmal irgendeinen Verfassungsschützer in den Saal herein. Bei der Gelegenheit, ich begrüße ihn recht herzlich. Ich hoffe, seine Finger brennen beim Mitschreiben.
Aber es hat es bis 89 auch gegeben. Hat es bis 89 gegeben. Wisst ihr, was nach 89 passiert ist? Diese Mauern, die andere gebaut haben, sind eingestürzt und der Herr Honecker musste nach Chile in Wahrheit fliehen. So, also sorgt dafür, dass dasselbe Modell auch am 23. Wisst ihr, Wind of Change. So, dass das am 23. Februar auch seine Durchsetzung findet. Warum? Weil es um eure Wirtschaft geht, weil es um euren Wohlstand geht, weil es um eure Freiheit geht, weil es um eure Sicherheit geht und weil am Ende auch der Spruch gilt, euer Leben ist in guten Händen, in euren eigenen. Also, nehmt die Hände, nehmt einen Stift und zeigt Protest gegen eine Regierung, die euch unterdrückt und in den Abgrund führt. Das ist der einzige Rat, den ich euch geben kann. Und, meine lieben Freunde, die Fische, die mit dem Strom schwimmen, das wisst ihr selber, das sind meistens die toten Fische, gell? Also seid keine toten Karpfen, sondern haltet dem Wind stand. Die nächsten Wochen werden ein Donnerwetter ergeben, das man gegen euch inszeniert. Das gesamte Establishment wird sich einhängen. Alle Medien werden sich einhängen. Alles, was dieses untergehende System der Scheindemokraten zu bieten hat, wird euch diffamieren, wird euch kriminalisieren. So wie sie es in den 90er Jahren mit der Al-Qaida und den Freiheitlichen gemacht haben. Genau dasselbe Muster, genau dasselbe Regieplan, genau dieselben rhetorischen Versatzstücke aus der geschichtlichen Mottenkiste. Zeigt Widerstand und dann wird es am 23. Februar auch bei euch in Hessen, auch bei euch in Deutschland ein blaues Wunder geben. In diesem Sinne, schönen Abend, frohe Weihnachten, viel Kraft für nächstes Jahr und ein herzliches Glück auf! Genieße es, der Applaus ist verdient.